Wir lebten nun an einem Ort, in dem pünktlich an jedem Samstag die Straße gekehrt wurde. In einem Nest, in dem Anstand und Moral der Bürger an der Zeit gemessen wurde, zu der sie am Morgen die Rollläden öffneten. Eigentlich keine passende Umgebung für uns, die wir jahrelang in der Welt unterwegs gewesen waren. Denn wir ließen das Gras im Garten wachsen, weil wir die Wiese mit den Margeriten und dem Wiesenschaumkraut viel schöner fanden als einen glatten Rasen. Doch die Nachbarn beschwerten sich über den Löwenzahn auf unserer Wiese, weil er sich auch in ihrem Garten ausbreiten könnte, und beäugten misstrauisch, wie wir Zugereisten uns benahmen. Ich telefonierte häufig mit unseren Freunden, die überall in der Welt verstreut lebten. Hin und wieder verabredeten wir uns mit Dora und Thorsten, aber die führten ein völlig anderes Leben als wir. Sie reisten viel mit ihrem Wohnwagen durch die Lande, wir dagegen waren froh, daheim zu sein. Frank arbeitete inzwischen als Exportleiter in einer internationalen Spedition am Flughafen in Frankfurt. Wir lebten mittlerweile 2 Jahre wieder in Deutschland und waren gerade dabei, den Schwimmbadumbau zu realisieren. Da klingelte eines Tages Ende August das Telefon. »Wir haben ein Kind für Sie«, erklärte Frau Lohmann feierlich. »Einen 7-jährigen Jungen.« Mir fiel vor Schreck fast der Hörer aus der Hand. Geistesgegenwärtig drückte ich, während sie weitersprach, rasch die Taste für die Lautsprecherfunktion des Telefons, damit Frank und Konstantin mithören konnten. Frau Luckmann erklärte gerade, dass die Mutter des Kindes hoffnungslos überfordert sei, denn der Vater, ein amerikanischer Soldat, sei in die Staaten zurückgegangen und habe die Frau mit 2 kleinen Kindern zurückgelassen. Der Junge ist allerdings ein Chaot, berichtete sie weiter. Er treibt sich überall herum und steckt alles Mögliche in Brand. Darum müssen wir ihn ganz schnell woanders unterbringen. Trauen Sie sich das zu?« fragte sie eindringlich. Meine feuchten Hände umklammerten den Telefonhörer. Aufgeregt wie selten zuvor in meinem Leben, erwiderte ich zögernd: »Ich glaube schon.« »Dann besprechen Sie sich bitte noch mit Ihrem Mann. Ich rufe Sie gegen Abend wieder an«, forderte Frau Lohmann mich auf. Gleich nachdem ich das Telefonat beendet hatte, brach Konstantin in ein lautes Freudengeheul aus und schrie: »Ich bekomme einen Bruder, juhu, einen Bruder!« Verwirrt schaute ich Frank an und fragte ihn unsicher: »Geht das jetzt nicht ein bisschen schnell?« Aber Frank wies mit dem Kopf in Richtung Konstantin, der sich gerade auf einen Stuhl gestellt hatte, eine tiefe Verbeugung vollführte und stolz zu uns sagte: »Darf ich mich vorstellen, ich bin jetzt ein Bruder.« Und so schoben wir unsere Bedenken beiseite, denn schließlich gab es ein Kind, das dringend unsere Hilfe und ein neues Zuhause brauchte. Alles andere würde die Zeit schon mit sich bringen. Als die Sozialarbeiterin ein paar Stunden später wieder anrief, sagte ich zu ihr: »Ja, wir sind einverstanden.« »Wir kommen gleich morgen«, war ihre knappe Antwort. »Ich bringe noch eine Kollegin mit.« »Und bitte, zur Begrüßung nicht gleich die ganze Familie«, forderte sie. »Es ist für das Kind besser, wenn es sie alle nacheinander kennenlernt.« Und weil ihr Ton dem eines Kommandeurs auf einem Kasernenhof sehr ähnlich war, vergaß ich vor lauter Aufregung sogar, sie nach dem Namen des Kindes zu fragen. In der darauffolgenden Nacht wälzte ich mich im Bett hin und her, während meine Gedanken Achterbahn fuhren. Als ich gegen Morgen endlich in einen unruhigen Schlaf fiel, träumte ich von einem Baby und spürte die Glückseligkeit, die eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes empfindet. Ein kleiner Junge, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte, lag auf meinem Bauch. Und weil ich ihn so gerne anschauen wollte, drehte ich ihn zu mir herum, doch das Kind in meinem Traum hatte kein Gesicht. Am nächsten Morgen machte sich Konstantin sichtlich ungern auf den Weg zur Schule. Und auch Frank verließ nicht gerne das Haus. Für Anfang September war es viel zu kühl, und so stand ich fröstelnd am Küchenfenster und beobachtete die Straße. Als endlich ein Auto vor unserem Haus hielt, war ich völlig aufgelöst. Sie waren da. Ich beobachtete, wie als erstes die beiden Sozialarbeiterinnen aus dem Wagen stiegen. Danach folgten eine Frau und ein Junge, dessen Haare bis auf die Kopfhaut abrasiert waren. Das musste er sein. Aber wer war die andere Frau? Doch nicht etwa seine Mutter? Frau Luckmann hatte nichts dergleichen erwähnt. Ich öffnete der Gruppe die Haustür und dabei fiel es mir schwer, meinen Blick von dem kleinen, schmalen Jungen zu lassen,
der nun verschüchtert vor mir stand und sich fest an die Hand der unbekannten Frau klammerte. Obwohl sein Schädel kahl und bloß war, glich sein fein gezeichnetes, hübsches Gesicht dem einer Puppe. Während er mich mit blauen Augen ernst und höflich anschaute, streckte er mir unsicher seine kleine, sich feucht und kalt anfühlende Hand entgegen. Er trug lila Turnschuhe aus Stoff, die ich nie wieder vergessen habe. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die ersten 8 Sekunden eines Kontakts darüber entscheiden, ob Menschen einander sympathisch finden oder nicht. Ich mochte dieses Kind auf Anhieb. Frau Luckmann schaute mich wohlwollend an, zeigte mit einer Handbewegung auf den Jungen und stellte ihn mir dann mit den Worten vor: Das ist David. Anschließend sagte sie: Und das ist Paula, seine Mutter. Ich erschrak. Sie hatten also tatsächlich seine Mutter mitgebracht. Genau wie ihr Sohn war sie von kleiner und schmaler Statur, ihr blondes Haar war sehr kurz und sie trug eine randlose, runde Brille. Obwohl es draußen empfindlich kühl war, hatte sie nur ein ärmelloses T-Shirt und Jeans an. In ihrem rechten Nasenflügel glänzte ein kleiner goldener Ring und auf der Schulter prangte eine auffällige Tätowierung, ein Mond, der halb hinter Nebelschleiern verborgen war. Sie war mir keineswegs unsympathisch, obwohl sie gerade dabei war, ihr Kind in die Hände wildfremder Menschen zu geben. Im Gegenteil, sie erweckte in mir auf Anhieb das Gefühl, sie beschützen zu müssen. Während ich die Frauen bat, Platz zu nehmen, schickte Frau Luckmann David zum Spielen in Konstantins Kinderzimmer, was mich seltsam anmutete, denn schließlich ging es um seine Zukunft. Doch ich schwieg, zu sehr fühlte ich mich in dieser befremdlichen Situation gefangen. Also kochte ich Kaffee und stellte wie bei anderen Gästen auch Kekse auf den Tisch. Während die Jugendamtsfrauen miteinander redeten, saß die Mutter des Jungen die ganze Zeit unbeteiligt daneben, so als ginge sie das alles gar nichts an. Ihr Gesicht war völlig ausdruckslos und sie schwieg auch, als mir Frau Luckmann ihre Lebensgeschichte erzählte. Paulas Mann Samuel war, als sie sich kennenlernten, in Deutschland stationiert gewesen. Beide hatten jung geheiratet und rasch nacheinander 3 Kinder bekommen. Als Sams militärischer Einsatz in Deutschland beendet war, war er in die USA heimgekehrt, wobei er die ältere Tochter, die ein Jahr jünger als David war, mitgenommen hatte. Paula, David und die jüngste Tochter ließ er allein zurück. Paula wirkte weiterhin teilnahmslos, als die Sozialarbeiterin berichtete, dass sie mit den 2 Kindern alleine hoffnungslos überfordert sei. Und als Frau Luckmann zu meinem großen Entsetzen sagte: Unser Ziel ist es, den Jungen genau wie seine jüngere Schwester bei den Großeltern in Amerika aufwachsen zu lassen, nickte sie nur ein wenig mit dem Kopf. Bis das jedoch geregelt ist, sollten wir David bei uns aufnehmen. Es kann noch Monate dauern, bis wir genaueres wissen, erklärte Frau Luckmann, denn bisher haben die Großeltern noch nicht auf unser Anschreiben reagiert. Ratlos schaute ich Paula an, doch sie ignorierte mich und erwiderte meinen Blick nicht. Ich fühlte mich wie jemand, bei dem man vorübergehend ein Gepäckstück zur Aufbewahrung abgibt. Dieses Arrangement schien nicht weiter als eine Notlösung zu sein. Lediglich eine Durchgangsstation, dachte ich wütend, während Frau Luckmann fortfuhr und erklärte, man nennt das eine Kurzzeitpflegschaft. Am liebsten hätte ich sie alle wieder nach Hause geschickt. Aber in diesem Moment kam der Junge ins Zimmer, schaute mich flehend an und ich glaubte, in seinen Augen lesen zu können: Meine Mutter will mich nicht, keiner will mich. Und da mich sein Blick zutiefst berührte, vergaß ich meine Wut und wurde in diesem Augenblick Mutter eines 2. Kindes. Zum Ende ihres Monologs vereinbarte Frau Luckmann mit der leiblichen Mutter, dass sie ihren Sohn einmal wöchentlich besuchen sollte. Über die Zimmer im Keller oder die Frage, wo David bei uns schlafen würde, war kein weiteres Wort mehr verloren worden. Ich fragte mich, ob wir in den Augen der Sozialarbeiterin die passende Familie für diesen Jungen waren. Aber vermutlich wollte das Amt das Kind nur schnell von seiner Mutter wegholen. Alles andere schien plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Rasch standen die Jugendamtsfrauen auf, die Mutter sagte »Bye, Dave«, so als ginge sie nur mal eben um die Ecke und stellte eine Tasche in den Hausflur. Und auch die beiden Frauen verabschiedeten sich beim Hinausgehen leichthin mit einem Tschüss. Ich hatte erwartet, dass Frau Luckmann noch ein paar Worte mit mir unter 4 Augen sprechen würde. Aber weit gefehlt. Die Autotüren schlugen zu, der Wagen brauste davon. Dann waren wir allein. Viele Jahre später hat mir David erzählt, wie der Abschied von seiner Familie verlaufen war.
Seine Mutter hatte vorher nicht mit ihm darüber geredet, dass sie ihn in eine andere Familie abgeben würde, sondern am Tag zuvor einfach seine Sachen gewaschen und sie abends in eine Tasche gepackt. Und als er sie gefragt hatte, warum sie seine Sachen einpacke, bekam er keine Antwort. Schließlich habe er zu weinen begonnen, seine Mutter am Ärmel gezogen und festgehalten. Erst dann hatte sie ihm schließlich erklärt: Du kommst zu einer Frau, die dir jetzt immer etwas zu essen macht. Mehr hatte sie ihm nicht zu sagen gehabt. Jetzt waren wir beide hier allein und ich überlegte, womit ich dem Kind am besten eine Freude machen könnte oder es beschäftigen. Komm, ich zeig dir erst einmal das Haus, forderte ich ihn freundlich auf. Nachdem ich ihm alle Räume gezeigt hatte, gingen wir in den Garten hinaus. Zu meiner Überraschung schob er plötzlich zaghaft seine kleine, feuchte Hand in meine. Und er lächelte, als Laila schnurrend um seine Beine strich. Vom alten Apfelbaum, dessen Zweige über den Zaun des Nachbargartens reichten, pflückten wir ein paar Äpfel. Danach gingen wir zurück ins Haus und begannen gemeinsam, seine Sachen auszupacken. Die Kleider waren alle frisch gewaschen und noch klamm, aber ich fand in der Tasche kein einziges Spielzeug und auch kein Foto, nur ein paar Hosen und Shirts, nichts Persönliches. Als ich ihm etwas zu essen anbot, schüttelte er den Kopf und lehnte auch die Schokolade ab, die ich ihm reichte. Dabei wich er keine Sekunde von meiner Seite, und ich war erleichtert, als endlich Konstantin aus der Schule nach Hause kam. »Wo ist er?« rief er, stürmte ins Wohnzimmer und lief freudestrahlend auf David zu, streckte ihm die Hand entgegen und sagte stolz: »Ich bin dein Bruder Konstantin.« Sie sahen sich tatsächlich etwas ähnlich. Beide hatten die gleichen schmalen Gesichter und den gleichen zarten Körperbau. Jeder Mensch würde sofort glauben, dass sie blutsverwandt waren, und dass sie sich auf Anhieb mochten, war nicht zu übersehen. Vom ersten Moment an empfanden die beiden Jungen eine große Sympathie füreinander, die sich später in eine tiefe brüderliche Liebe verwandelte. Als Konstantin seinen neuen Bruder aufforderte: »Komm, wir gehen spielen«, und dabei seinen Arm um Davids Schultern legte, zog ich mich zurück. Ich hörte noch, wie er ihn fragte: »Warum hast du keine Haare?« Und das Kind ihm leise antwortete: »Das weiß ich nicht.« Später, als Frank nach Hause kam, passierte etwas Ungewöhnliches. Der bisher so schüchterne Junge sprang mit einem Satz in seine Arme. Mit seinen dünnen Ärmchen umschlang er Franks Hals und drückte ihn so sehr, als ob er jemanden begrüßte, den er jahrelang vermisst hätte. Das Glück war bei uns eingezogen. Frank war von nun an Davids Held und sein großes Vorbild. Der erste Tag mit unserem neuen Familienmitglied war schnell vergangen, und als es Abend wurde, lagen seine wenigen Kleidungsstücke zusammen mit Konstantins Sachen fein säuberlich eingeräumt im Kleiderschrank. Eine Zahnbürste besaß David nicht, und er wusste auch nicht, welchen Zweck sie erfüllte. Nachdem wir es ihm erklärt hatten, stand er stolz vor dem Badezimmerspiegel und putzte seine Zähne. Anschließend kletterten die Jungs in ihre Betten, wobei David unbedingt oben in Konstantins Stockbett schlafen wollte. Als wir später noch zum Gute-Nacht-Sagen ins Kinderzimmer gingen, sang der kleine Junge mit heller Stimme: »My Daddy is in America.« Überhaupt sprach er Deutsch mit amerikanischem Akzent, weil in seiner früheren Familie ausschließlich Englisch gesprochen worden war. Vor vielen Jahren hatte David seinen Vater zum letzten Mal gesehen. Irgendwann erfuhren wir, dass sein Vater ihn, seinen Sohn, ursprünglich anstelle der Schwester hatte mitnehmen wollen, die Mutter dem aber nicht stattgegeben hatte, um ihren Mann damit zu strafen. So lag der kleine Kerl nun hier in seinem vorübergehenden Zuhause, und sein schmächtiger Körper war von unzähligen Schweißperlen bedeckt. Am nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück benahm sich David, als wäre er ein Gast. Er aß kaum etwas, stattdessen interessierte er sich für den Toaster, der vor ihm auf dem Tisch stand. Anscheinend kannte er dieses Gerät noch nicht, und so röstete er zu Konstantins Vergnügen eine Weißbrotscheibe nach der anderen und lachte, sobald das Brot aus dem Toaster sprang. Schließlich lag ein großer Stapel Toastscheiben neben seinem Teller, aber weil er so viel Spaß daran hatte, ließen wir ihn gewähren. Überhaupt waren ihm viele Dinge des täglichen Lebens fremd. Als ich Kaffee kochte, glaubte er, dass die Kaffeebohnen aus Schokolade seien. Einen Schneebesen hatte er noch nie gesehen, und wozu man eine Bratpfanne benutzt, wusste er auch nicht. Während ich Eier kochte, erzählte er mir mit leiser Stimme, dass er bisher oft Hunger gehabt habe, auch dass das Essen bei seiner Mutter direkt aus der Dose gegessen wurde.
Nach dem Frühstück, während sich Konstantin auf den Schulweg machte, fuhren Frank und ich mit unserem neuen Sohn als erstes zum Gesundheitsamt, denn dort hatte Frau Lugmann bereits einen Termin vereinbart. Während der Fahrt war das Kind kalkweiß im Gesicht und wieder bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. Einen Moment lang dachte ich, David müsste sich übergeben, aber er versuchte sich zusammenzunehmen und schließlich erreichten wir das Gesundheitsamt. Dort zog David erst nach einigem Zureden seine Kleider aus. Dann stand er nackt vor der Amtsärztin und schaute sie ängstlich an. Die Untersuchung ergab, dass der Junge über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend ernährt worden war und seine körperliche Entwicklung deshalb auch nicht altersgemäß war. Außerdem waren seine Zähne in einem katastrophalen Zustand. Zusätzlich wies uns die Ärztin darauf hin, dass er sich mit hängenden Schultern und leicht gekrümmtem Rücken bewegte. Die Ärztin erklärte uns, dass dies vor allem psychisch bedingt sei. Sobald es ihm mit der Zeit gelänge, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, würde sich auch sein Haltungsfehler bessern. Wir täten gut daran, ihn des Öfteren anzuhalten, sich zu strecken und den Kopf zu heben. Als sie zum Schluss von einer mehrjährigen Eingewöhnungszeit sprach, dachte ich, hoffentlich muss er nicht gleich wieder fort. Im April war David 6 Jahre alt geworden, aber seine Mutter hatte ihn bisher noch an keiner Schule angemeldet. Seltsamerweise war auch den Behörden bislang nicht aufgefallen, dass ein schulpflichtiges Kind nicht zum Unterricht erschienen war. Nachdem wir das Gesundheitsamt wieder verlassen hatten, kauften wir gleich noch einen Schulranzen, ein Mäppchen und andere Dinge für die Schule. David war davon so beeindruckt, er konnte es gar nicht fassen, dass diese Einkäufe ganz für ihn alleine sein sollten, und er fragte andauernd, »Bekommt ihr nichts?« Stolz saß er im Auto, seine Schätze auf dem Schoß und strich dabei immer wieder mit seiner Hand über den bunten Ranzen. Unser nächster Weg führte uns in die Schule unseres Ortes, wo wir vom Rektor überschwänglich begrüßt wurden. Anscheinend war er sehr davon angetan, dass wir ein fremdes Kind in unsere Familie aufgenommen hatten, denn er klopfte Frank beifällig auf die Schulter. Aber schon nach dem Eingangstest stellte sich heraus, dass David nicht die notwendigen Grundkenntnisse für die 1. Klasse mitbrachte, denn er kannte keine Farben und konnte auch nicht in der richtigen Reihenfolge zählen. Außerdem fehlten ihm viele Wörter, die zum üblichen Sprachgebrauch eines 6-jährigen Jungen gehören. Er wurde darum vom Rektor, der gleich für den Tag darauf einen Termin für uns vereinbarte, direkt in eine Vorschule überwiesen, die einige Kilometer von unserem Ort entfernt lag. Stolz besuchte ich am Abend desselben Tages den Pflegeelternkreis. Während ich glücklich von Davids Ankunft erzählte, schaute mich Dora neidisch an. Doch Thorsten sagte optimistisch, wir haben lange gemeinsam auf ein Kind gewartet, deshalb bin ich mir sicher, dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis wir auch eins bekommen. Dabei lächelte er seine Frau zuversichtlich an. Ich erzählte den Anwesenden jede Kleinigkeit, die wir bislang mit David erlebt hatten. Als ich jedoch stolz berichtete, wie liebevoll unser Pflegesohn seinen neuen Vater begrüßt hatte, wurde meine Naivität von den anderen Pflegeeltern belächelt. Sie alle fanden Davids Verhalten äußerst ungewöhnlich und erklärten mir, dass ein Kind normalerweise nicht gleich Vertrauen zu fremden Menschen fasse und es keinen Grund gebe, sich darüber so zu freuen. Nur ungern und enttäuscht begriff ich, dass sie recht hatten. Wieder einmal hatte die Gesprächsrunde mir gezeigt, dass ich aus den Erfahrungen der anderen Eltern nur lernen konnte.